Wow, wir sind gerade voller Adrenalin. Ja, irgendwie, weiß auch nicht, Rumänien ist irgendwie nicht unser Land. Wir haben das so versucht ein bisschen setzen zu lassen und es geht irgendwie nicht. Ja, und dieses Video machen wir für dich, weil falls du auch mal planst, hier hinzufahren, dass du das einfach A weißt und B für dich selber entscheiden kannst, ob du da hinfahren willst oder nicht. Riesengroße Tötungsmaschinen, krass. Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir reisen durch Rumänien im Frühling und es ist eine richtige Herausforderung. Nehmen dich mit, wie wir die nächsten paar Wochen da so uns durchschlängeln können. Gib dem Video unbedingt einen Like, abonniere unseren Kanal. Und falls du auch gehst und eine Frage dazu hast, stell es unten in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß! Wenn ich jetzt so einen Vampirzahn hätte, würde ich den hier ranmachen. Habe ich aber nicht. Und damit herzlich willkommen in Transsilvanien. Wir sind mitten im Geschehen. Und zwar hinter mir ist das Schloss Bran. Das wurde im 14. Jahrhundert erbaut und ist auch bekannt als Dracula-Schloss. Obwohl es eigentlich gar nicht so viel mit Dracula auf sich hat. Denn es ist so, dass im 14. und 15. Jahrhundert Vlad III. über hier geherrscht hat. Und der war bekannt für seine brutalen Dinge, wo er gemacht hat. Unter anderem war er auch bekannt als Vlad der Pfähler. Und er heißt eigentlich Vlad Draculea. Und dann ein englischer Schriftsteller hat dann später erst ein Buch veröffentlicht, was er Dracula genannt hat. Und von daher kommt eben dieser Name. In diesem Buch hat er hier alles Mögliche beschrieben, wie das Schloss aussieht, und es war sehr nah an Vlad III., an seinen Handlungen, und darum heißt das Ganze Dracula-Schloss. Und das gehen wir jetzt anschauen. Heute ist Mittwoch und zum Glück sind wir hier nicht am Wochenende rein, weil es hat hier am Mittwoch schon relativ viele Menschen. Das hier hinter mir ist eine Geheimtür und die wurde dann bei der Renovation erst wieder entdeckt. Wir sind jetzt hier in der Folterkammer und haben das extra bezahlt. Das sind 20 Lei pro Person. Insgesamt haben wir jetzt für 2 Personen 180 Lei bezahlt. Und es ist echt krass, was man hier in der Folterkammer alles sieht. Wie schon zu Beginn erwähnt, war Vlad III. Ziemlich brutal, was Folterungen anging. Zum einen hieß er eben Vlad der Pfähler. Das liegt daran, dass er diesen Pfahl in die Menschen eingeführt hat. Und ein kleines Fazit. Es ist auf jeden Fall toll anzusehen. Ich hätte noch ein bisschen erwartet, dass etwas steht zu Dracula. Ja, er war zwar nicht hier, aber dass es wenigstens erklärt wird, weil die Informationen haben wir aus dem Internet. Genau. Ja, es ist so ganz bisschen 2, 3 Kammern, wo es so um Werwölfe und so geht. Dann war noch die Folterkammer da, da sind Folterinstrumente aus dem Mittelalter, aus Österreich, Deutschland, Spanien und so ausgestellt. Kann man sich angucken. Es gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm.
Und es war der Königssitz der ehemaligen rumänischen Königsfamilie. Und es war mal gut zu sehen, dass nicht alle Könige so prunkvoll gelebt und residiert haben wie die französischen und englischen. Also von daher kann man sich schon geben, wenn man gerade hier in der Gegend ist. Es hat zwar relativ viele Touristen, aber eben, das ist verständlich. Und vor dem Schloss hat es auch noch diverse Marktstände, die was verkaufen wollen. Ja, zu relativ guten Preisen. Touristische Preise. Genau. Aber es hat Spaß gemacht. Frühling in Rumänien, es regnet, was ja bekanntlich so ist. April, auch hier ist April. Das heißt, viele Plätze sind nicht anfahrbar, viele sind in der Natur und da kommen wir leider momentan nicht hin. Das heißt, es sind Stellplätze gefragt mit sicherem Untergrund. Wir kommen vielleicht hin, aber nie mehr von dieser Wiese runter. Und Stellplätze auf sicherem Untergrund sind relativ rar. Das zweite Problem, das wir haben, du hast ja im letzten Video gesehen, Ari wurde angegriffen, unser Hund. Und wir haben jetzt festgestellt, dass hier in Rumänien nicht unbedingt Straßenhunde das große Problem sind. Das sind einige, aber die sind eigentlich relativ scheu. Das große Problem, das wir momentan jetzt entdeckt haben, sind Schutzhunde. Also viele Rumänen halten Hunde und kümmern sich aber nicht so drum. Die sollen einfach irgendwie Bären und alles vertreiben, was dazu nahe kommt. Das ist für uns das Problem, weil wir momentan mit Ari nicht so mobil sind. Und er, glaube momentan auch sehr gut angreifbar ist, weil er ja verletzt ist. Genau, alles ein bisschen Mist. Wir haben jetzt eigentlich einen guten Stellplatz gefunden, dachten wir. Jetzt wohnt aber irgendeiner da hinten illegal in dieser alten Bruchbude und er hat 5 Hunde und die sind jetzt eben schon gerade wieder rausgekommen, als ich mit Ari spazieren gehen wollte. Also wird es nicht. Es beginnt zu regnen, es ist Abend und wir werden noch mal eine Stunde fahren müssen, um hoffentlich dann einen Stellplatz zu haben, an dem wir ja, die Nacht gut durchbringen können und auch schön mit Ari spazieren können. Los geht's, würde ich sagen. Ja. Simon ist jetzt Ari spazieren und es regnet und wir stehen hier am Straßenrand. Kam soeben noch die Polizei vorbei und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ja, richtig süß. Oh mein Gott, wir sind in Rumänien. Oh mein Gott, schaut dir das an, wie herzig. Das ist noch Mutter. Alter. Ja, halt. Die müssen zuerst wieder weg. Das ist gar nicht gut. Die hat jemand gefüttert. Ja. Und da die Mutter. Ja, ich weiß auch nicht, wann die weggehen. Oh mein Gott! Wir haben Bären gesehen! Oh. Krass, wie süß! Ich möchte gerne nochmal darauf eingehen, auf die Bären. Denn ja, wir haben zwar Bären gesehen und sie sind echt putzig, nur die Geschichte dahinter möchte ich dir gerne erzählen. Ich habe ein wenig recherchiert und habe mich dann gefragt, als ich dann am Abend im Bett lag, warum sind diese Bären so zutraulich? Ja, und dann kam raus, dass diese gefüttert werden. Bei uns waren ja auch Karotten am Boden. Das heißt, sie werden wirklich aktiv gefüttert, damit
Zum einen sagen Quellen, die Einheimischen füttern sie, damit das Touristen anlockt, weil ja Bären sehen und so. Und zum anderen die Touristen füttern diese Bären, weil sie eben Mitleid mit ihnen haben und gerne was geben wollen. Ja, dies hat dann die Konsequenz, dass die Bären nicht mehr so scheu sind, sondern sehr zutraulich. Das heißt, sie kommen auch auf das Auto zu, auf den Van zu. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man diesen Bär nicht sieht und ihn dann anfährt, scheiße wegen dem Bär und nicht so gut wegen dem Wohnmobil. Also die Bären verlieren auch ihre natürliche Scheue gegenüber der Wildnis und sind eigentlich gar keine wilden Bären mehr, sondern eben angefüttert worden. Darum ist das so ein bisschen eigentlich eher einen negativen Punkt, wenn man Bären so sieht in Rumänien. Also mein Appell an dich, falls du in diesem wunderschönen Land bist, dann bitte füttere diese Bären nicht. Schau sie dir an, aber fütter sie nicht. Nachdem wir jetzt 2 Tage hier das schlechte Wetter abgewettert haben, versuchen wir heute mal wieder in die Natur zu fahren. Also wir sind ja in der Natur, wir stehen auf einem Teerparkplatz. Und jetzt wollen wir mal versuchen, wie das sich hier so ein bisschen verhält. Wir haben 45 Minuten Fahrt vor uns und dann sind wir mal gespannt, ob wir da hinkommen. Es gestaltet sich schwieriger als gedacht. Das sind jetzt die dritte Querstraße, die wir abfahren, auf der Suche nach irgendwie ein bisschen Land. Es ist mega lustig, es ist eine Hauptstraße und da wohnen sie einfach rechts und links. Das ist Gartenhagen gereiht und jetzt sind wir da mal ein bisschen links abgebogen, aber es ist nicht wirklich viel los hier. Auf Park4Night ist wirklich nichts eingetragen. Wir suchen jetzt mit Google, aber es ist wahrscheinlich einfach so, dass es nichts gibt. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Wir waren jetzt 3 Tage auf diesem wunderschönen Stellplatz, mitten in der Natur zwischen den Weinreben. Und das Wetter spielt auch wieder mit. Es war sonnig, es war ein bisschen windig, aber Hauptsache die Sonne hat geschienen. Und haben gearbeitet und fahren jetzt weiter noch kurz einkaufen und danach wollen wir zu den Schlammvulkanen. Wow, wir sind gerade voller Adrenalin. Krass, wir sind an diesen wunderschönen neuen Stellplatz hier gefahren, wo wir gedacht haben, es ist hier wirklich nichts außer Natur. An einem Fluss, es ist auch trocken, wir sind hier gut hingefahren, wir sitzen hier, wir arbeiten, die Tür ist offen. Ich bin vorhin mit Ari einen langen, schönen Spaziergang endlich mal wieder machen gegangen. Hören wir draußen irgendwie Getümmel und. Hey, und echt sowas, ich meine, es ist Natur, aber sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Da hat ein Hund, ein freilaufender Hund, hat ein Reh gerissen. Vor unseren Augen. Wir haben versucht, den zu vertreiben, aber er hat nicht mal abgelassen. Er hat sich für uns überhaupt nicht interessiert. Also, wir wissen, das ist Natur. Ja, aber das ist hier echt gefährlich für Leib und Leben. Ey. Also, wenn so ein Hund so ein Reh reißen geht, weiß ich nicht, was mit uns passiert. Also, ja. Das ist krass. Jetzt fährt gerade jemand durch, vielleicht ist es ein Jäger. Mittlerweile ist eine Stunde später und wir waren uns zuerst nicht sicher, ob das wirklich ein Hund oder ein Wolf war, weil es hätte auch ein Wolf sein können. Haben jetzt noch Spaziergänger getroffen, die haben auch gesehen, dass ein Hund eben das Reh gejagt hat und gebissen hat und waren auch so schockiert wie mir, weil sie das überhaupt nicht kennen hier. Das Reh ist nun in den Fluss gesprungen und ja, wird es vermutlich nicht überleben, aber wir hatten überhaupt keine Möglichkeit irgendwie zu helfen, weil das ist ja dann auch gefährlich. Plötzlich greift es uns an. Ja, irgendwie
Ich weiß auch nicht, Rumänien ist irgendwie nicht unser Land. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr so wohl und vor allem nicht mehr sicher. Ja, natürlich ist es klar, dass es hier Hunde gibt, aber dass es so extrem ist. Ich meine, wir waren ja auch schon in Albanien und Türkei, aber dass die Hunde hier so drauf sind, das hätten wir nie erwartet. Ja, wir müssen mal überlegen, wie lange wir wirklich hier noch sein wollen oder ob wir ins nächste Land reisen. Ja, wie Patricia schon gesagt hat, ein bisschen später. Wir haben das so versucht, ein bisschen setzen zu lassen und es geht irgendwie nicht. Es waren echt, ich habe sowas, kenne das aus dem Fernsehen, aber ich habe sowas noch nie live gesehen. Ich wollte das in meinem Leben auch nie live sehen. Ich meine, ich erzähle dir jetzt die Szenen nicht im Einzelnen, weil ich weiß, dass du Worte auch nur in Bilder verarbeiten kannst und ich will eigentlich nicht, dass du diese Bilder im Kopf hast. Es reicht, wenn ich sie habe, aber sie waren so krass, dass ein Hund, eben wie gesagt, wir dachten jetzt, es wäre ein Wolf, das ist es aber wirklich nicht gewesen. Dass ein Hund ein Reh so reißt, dass die Hunde so drauf sind hier, ja, also ich glaube, wir sind jetzt schon so lange unterwegs, aber wir sind irgendwie durch mit diesem Land, weil es ist wunderschön, aber wenn es dieses Hundeproblem nicht irgendwie in den Griff kriegen, dann ist es einfach kein Reiseland, zumindest nicht für uns. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir viele Sachen jetzt einfach ausfallen lassen, uns das noch angucken, was wir angucken wollen, aber keine 7 Tage mehr in diesem Land sein werden. Ja, und dieses Video machen wir für dich, weil, falls du auch mal planst, hier hinzufahren, dass du das einfach A weißt und B für dich selber entscheiden kannst, ob du da hinfahren willst oder nicht. Wir haben noch einen Hund dabei. Ich meine, ich kann mit dem Hund gar nicht mehr spazieren gehen. Ich bin hier, ich zeige dir morgen noch den Platz. Es ist wunderschön hier. Ich habe mit Ari einen schönen Spaziergang gemacht, aber wenn da irgendwie was gewesen wäre, ich meine, dann wäre unser Hund einfach schon wieder gebissen worden und dieses Risiko kann ich für ihn nicht eingehen und ich kann auch dieses Risiko für Patricia und mich nicht eingehen, weil es auch für uns zu gefährlich ist, hier ja, sich draußen aufzuhalten. Also wir wollen es auch nicht überdramatisieren und es ist trotzdem einfach Fakt, dass wir das jetzt heute hier erlebt haben. Dich nehmen wir mit und zeigen dir noch den Rest dieses wunderschönen Landes auf jeden Fall, aber wir werden uns nach Ungarn verpissen. Ja, werden wir, möglichst schnell. Weil das macht einfach keinen Sinn und es macht auch keinen Spaß. Und jetzt sind innerhalb von 7 Tagen, ich meine, es ist heute Dienstag, am Sonntag vor einer Woche wurde Ari gebissen, heute wird ein Reh vor unserer Vantür gefressen, also dann ist es nicht das, was wir erleben wollen und dann haben wir ja zum Glück ein Auto und können weiterfahren. Ja, krass, gehört auch dazu, aber haben wir nicht geplant. Ja, ist so. Der nächste Morgen, wir haben über Nacht jetzt noch viele Instagram-Nachrichten gekriegt. Von wegen, ja, das wäre ja ganz normal, dass Hunde Rehe reißen und so. Das ist uns auch bewusst. Darum gibt es in unseren Ländern ja auch Regeln, dass Hunde an der Leine gehen müssen und. Es gibt bei uns auch Wildhüter, die aufgeboten werden können, wenn sowas halt passiert. Hier gibt es das alles nicht. Jetzt zeige ich dir mal so ein bisschen kurz, wo unser Stellplatz hier ist. Nicht, dass du denkst, ja, ist ja logisch, das ist gerade eine Stadt nebenan und so. Wir sind hier wirklich in der Natur. Und wenn wir diese Videos schon machen und diese Länder schon bereisen, dann wollen wir auch, dass du einen Mehrwert davon hast. So, jetzt ist der Campingboom immer noch ungebrochen. Viele Länder sind aber restriktiver mit Freistehen und der eine oder die andere kommt jetzt vielleicht auf die Idee, ja gut, dann fahre ich halt nach Rumänien, da ist Freistehen noch erlaubt. Und auf Instagram sind wunderschöne Bilder da und das stimmt. Wir wissen auch, dass die meisten Zuschauer unseres Kanals ab 55 bis 70 Jahre alt sind, zu 80% männlich und zu 64% aus Deutschland kommen.
Und die denken sich vielleicht, ja, nicht mein Problem, ich fahre da nicht hin. Aber einige werden auch mit Hund hier hinreisen. Und wenn wir diese Erfahrungen hier machen, dann wollen wir sie teilen. Und wir wissen auch, dass ganz viele von denen auch Enkelkinder haben. Und die gucken unsere Videos jetzt nicht zwangsläufig. Dann ist es deine Aufgabe, deine Enkelkinder darauf aufmerksam zu machen. Weil wir könnten nicht mehr ruhig schlafen, wenn wir das nicht filmen würden. Und stell dir mal vor, du fährst dahin, es ist wunderschön, du verbringst hier Zeit auf diesem wunderschönen Stellplatz, aber dein Kind wird angegriffen von einem Hund und es ist dann halt eben nicht ein Reh. So, das ist der Grund, warum wir dieses Thema hier jetzt thematisiert haben. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Land relativ fluchtartig jetzt verlassen. Wir haben 2 Monate geplant, wir machen jetzt noch eine knappe Woche draus. Schließen das Thema hiermit jetzt ab. Wir wissen, wie gefährlich dieses Land ist und du weißt es jetzt auch, was uns passiert ist. Und wir fahren jetzt weiter, gucken uns einen Schlammvulkan an, gucken uns auch Siebenbürgen an und fahren dann Richtung Ungarn und hoffen auf eine entspanntere Hundesituation in diesem neuen Land, das wir dann bereisen können. Ja, wir hoffen, dass das Thema Hundeattacke für dieses Land und für unsere Reise damit jetzt abgeschlossen ist. In dem Moment, in dem wir abfahren wollen, kommen diese Hunde wieder. Die sind riesengroß. Riesengroße Tötungsmaschinen. Krass. Naja, es ist Zeit, um zu den Schlammvulkanen zu fahren. Wir sind jetzt hier bei den Schlammvulkanen von Berka. Das sind nicht Lavavulkane, sondern die spucken Schlamm. Genauer gesagt ist es eine Mischung aus Schlamm, Wasser und Erdgas. Dies hat der Grund, dass die unteren Schichten das Erdgas und den Schlamm an die Oberfläche drücken und so eben diese blubbernden Schlammvulkane entstehen. Und diese gehen wir jetzt anschauen. Die ganze Fläche ist über 7 Hektar groß und die Vulkane können über 10 Meter hoch spucken. Das Ganze ist so, dass die bis zu 3 Kilometer tief sind und man sollte darauf achten, dass man nicht mit dem Schlamm in Kontakt kommt, weil das die Haut ätzt, weil ja eben da Erdgas ist und das nicht gut ist. Wir haben von ganz vielen gehört, dass es wunderschön sein soll, hier in Rumänien die Transfagana zu fahren. Das ist eine Passstraße über die Karpaten. Leider sind wir noch einige Wochen zu früh, aber wir haben uns jetzt gedacht, wir fahren sie jetzt einfach mal an, so weit wir kommen, um mal so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen für diese offenbar außerordentliche Straße. Die Landschaft ist wunderschön und wir haben sogar einen Bär am Straßenrand gesehen. Was ich jetzt ehrlich gesagt, ich habe ja das Thema mit den Bären schon thematisiert und was ich ehrlich gesagt nicht so verstehe, dass hier keine bärensichere Abfalleimer sind. Ich meine, das sind offene Abfalleimer, die sie hier haben. Ich kenne es nur aus der Schweiz, da gibt es sehr wenig Bären, aber in den Bergen oder dort, wo es eben die Bären gibt es bärensichere Abfalleimer. Damit eben die Bären nicht angelockt werden und hier gibt es das irgendwie nicht. Also die Bären können diesen, oder wahrscheinlich plündern auch diesen Abfall. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber die Strecke hier hoch ist wunderschön. Wir sind jetzt hier in der Stadt Sibiu, auch genannt Hermannsstadt. Das liegt daran, dass sie im 12. Jahrhundert von deutschen Siedlern gegründet wurde und hier noch ein bisschen deutsch ist. Es hat eine ziemlich ethnische Vielfalt hier, unter anderem wohnen noch Deutsche hier, Ungarn, Rumänen und Roma.
Sibiu wird auch Klein-Venedig genannt. Das liegt daran, dass es viele schnuckelige, herzige kleine Häuschen hat, die an Venedig erinnern und auch ein Fluss durch die Stadt fließt. Unter anderem ist Sibiu auch bekannt als die Stadt der Türme, zumindest früher war das so, denn sie hatte damals über 30 Türme. Und wenn wir schon bei den Türmen sind, dann sind wir hier bei einer Kirche, die über 11 Türme hat, genauer gesagt die Kathedrale Metropolitan. Die wurde im 11. Jahrhundert gegründet und ist eigentlich untypisch für den orthodoxen Stil. Eben wegen den 11 Türmen ist sie eher an den moldawischen Stil angewandt. Jetzt sind wir hier beim Großen Platz oder auch Großen Ring. Das ist das Zentrum der Stadt. Der ist 1336 entstanden und diente dazumals als Getreidemarkt. Und heute, wie du siehst, ist hier auch eine Art Rummel, denn es ist aktuell Ostern in Rumänien. Wir sind jetzt hier vor der Lügenbrücke. Das ist eine ehemalige Brücke aus Holz und wurde 1859 von einem Hessen in eine gusseiserne Brücke umgewandelt. Sie ist das Wahrzeichen von der Stadt Hermannstadt oder eben auch Sibiu und ist die erste gusseiserne Brücke im heutigen Rumänien. Und woher kommt der Name Lügenbrücke? Da gibt es zwei Legenden. Die eine besagt, früher hieß sie Liegenbrücke und weil sie ja nicht auf Pfeiler steht, eben hieß sie Liegenbrücke und Liegen und Lügen ist ziemlich nah beieinander, also Lügenbrücke. Und die zweite Legende besagt, dass jeder, der auf dieser Brücke steht und eine Lüge erzählt, wird untergehen. Und diese kleinen Augen hier hinten werden auch Hermannstadter Augen genannt. Das hat der Grund, weil die Bewohner, ohne dass jemand bemerkt, auf die Straße sehen können. Und es ist so, dass Hermannstadt oder eben Sibiu mich sehr an Waldshut oder Colmar erinnert, weil es eben auch so schöne Häuser hat, eine schöne Altstadt und eine Einkaufsstraße. Warum wir aus Rumänien fliehen, hast du hoffentlich in diesem Video gesehen und auch vielleicht bis miterlebt. Ja, wir möchten zuerst mal die negativen Punkte ansprechen. Zum einen sind wir natürlich geprägt, auch weil Ari angegriffen wurde. Und zum anderen die die Rehattacke, wo ein Hund das Reh gerissen hat. Das war sehr krass, das mitzuerleben. Und uns war das im ersten Moment gar nicht so bewusst, obwohl es eigentlich wilde Hunde hier gibt, dass das auch eintreten kann. Hat uns sehr schockiert. Hinzu kommt die ganze Wettersituation. Zu Beginn des Videos war das Wetter ziemlich miserabel. Wir hatten Mühe, Stellplätze zu finden und dann noch viele Hunde auf einem Haufen, was auch nicht optimal war, da eben Ari angreifbar war, weil er zusätzlich verletzt ist. Und das hat sich so ein bisschen durch das Video gezogen und führte dann schlussendlich auch zu diesen negativen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe. Und das führt dazu, dass Rumänien einfach nicht unser Land ist. Es gibt hier in Rumänien wunderschöne Ecken. Was uns wirklich beeindruckt hat, sind diese Häuschen, die super zuckersüß sind. Wir haben wunderschöne Begegnungen mit Menschen gemacht. Alles in allem hat es uns richtig beeindruckt. Und wir werden vielleicht noch mal irgendwann hier durchfahren, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Land, das man besucht haben muss. Ja. Und bei uns sind jetzt halt ein paar Sachen dazugekommen. Darum fahren wir einfach weiter jetzt nach Ungarn. Ist nicht so schlimm. Gucken wir uns halt das an. Vielleicht ist das viel besser. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Also unbedingt, wenn du uns helfen willst, dann gib unserem Video ein Like, abonniere unseren Kanal. Schreib einen Kommentar. Ganz genau, da sind wir schon echt gespannt drauf. Und dann sehen wir uns das nächste Mal aus Ungarn. Tschüss. Tschüss.